Ja, hallo, willkommen bei 1000 Beste Wow. Ich muss mich jetzt kurz sammeln, damit ich hier nicht zu weinen beginne vor Freude. Ob der Fahrt mit der Yamaha R1. Bleibt dran, es lohnt sich. Tja, ich bin ja heute in Sydney, in Eastern Creek, die neue R1 gefahren, sowohl die M als auch die normale Version. Und vor dem Test hat ja Yamaha wieder mal diese MotoGP-Fiedel gespielt, die sie vor jeder Präsentation spielt, inspired by MotoGP Technology and so on. Deswegen habe ich das gar nicht so ernst genommen, diese Aussagen, weil uns die letzten 10 Jahre schon aufgetischt wurden. Als wir dann aber hier in die erste Kurve uns bewegten und erstmals die R1 von der Leine ließen, war mir klar, dass niemals zuvor ich auf einem Motorrad gesessen bin, das einer Rennmaschine so nahe war, und das schon im Serienzustand, wie diese Yamaha R1. Eigentlich wäre es kein Problem gewesen, sie M1 zu nennen, weil diese Yamaha R1 im Modelljahr 2015 ist der M1 sicher näher als der alten R1 aus 2014. Das kann man so sagen. Aber beginnen wir mal langsam. Grund Nummer 1, warum man da so geil wird im Sattel und an eine Rennmaschine denkt, ist das irrsinnig direkte Gefühl von Gasgriff zum Motor. Es ist fast so, als wären die Gesetze der Reibung aufgehoben. Dieser Motor scheint reibungslos zu laufen. Irgendwie hat Yamaha hier schwerst gearbeitet und dann auch in Kombination mit diesem Crossplane Engine, der ja einen ganz eigenen Flair auch versprüht, aber auch sehr stark dadurch punktet, dass er so eine direkte Verbindung zum Gasgriff hat, hat man das Gefühl, die Kolben und die Bläulen und alles gleiten schwerelos durchs Motorgehäuse, wenn man am Gasgriff zupft. Also dieses direkte Ansprechverhalten habe ich so noch nie genossen in einem Sattel und das macht irrsinnig viel Spaß. Auf der anderen Seite, bleiben wir gleich beim Motor, war ich extrem positiv überrascht, dass die Maschine in Sachen Motoransprechverhalten so einfach zu fahren ist. Das ist natürlich ganz der Elektronik geschuldet, da braucht man gar nicht drum herum reden. Ohne die Elektronik wäre ich Hosenscheißer nicht in der Lage, das zu pilotieren. Und da machen jetzt erstmals, muss ich sagen, auch diese Power-Modes, die es da gibt, Sinn, weil die wirklich das Ansprechverhalten vom Gasgriff sinnvoll sich anpassen lassen. Nämlich man kann sich aussuchen, ob sie quasi auf dem ersten Grad sanfter ansprechen, über den ganzen Bereich sanfter ansprechen und so hat man eben die Möglichkeit, dass man das wirklich sinnvoll einsetzen kann, auch diese ersten paar Grad am Gasgriff auf seine eigenen Bedürfnisse einzustellen. Also dieses Ansprechverhalten, diese Quirligkeit vom Motor, diese Direktheit, aber auch diese Einfachheit, wie ich damit dirigieren kann, ist absolut fantastisch und ist sicherlich einmal eine große Stärke. Das nächste, was beinahe schon beängstigend ist dieses spielerische Handling. Wie ich da in die ersten Kurven reingefahren bin, habe ich mich fast angeschissen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was wird da auf den schnellen Passagen passieren? Die Maschine wirkt ja irrsinnig kompakt, sehr gedrungen und wirklich wie eine Rennmaschine und hat in den Wechselkurven, es gibt ja hier wirklich arge Wechselkurven, wirklich geglänzt durch Handling-Niveau, das ich so auch noch nicht kannte. Man hat hier leider viele neue, wie soll ich sagen, Superlative, die man da jetzt formulieren muss mit der R1, wenn man von Motorrädern spricht. Also in Wechselkurven absolute Sensation. Und der Grund, warum das geht, kennt man schon von anderen aktuellen Sportmotorrädern, bin ich ja schon ein paar gefahren, auch vom Modelljahr 2015, ist auch der Grund, das sucht man da, dass natürlich die Elektronik es möglich macht, dass man die Maschine so handlich hinstellt, weil sie dann in den schnellen Passagen natürlich wieder für Stabilität sorgt. Also diese tollen Möglichkeiten, die die Technik jetzt bietet, nutzt Yamaha perfekt aus, dass die Maschine durch Handling wirklich glänzt. Das habe ich alles noch irgendwie erwartet, dass das gut ist. Ich hatte aber befürchtet, dass die Sitzposition unmenschlich ist. Ich bin 1,85 groß, da habe ich echt große Sorgen gehabt. Aber ich glaube tatsächlich, diese Geschichten, die uns Yamaha gedruckt hat, dass Rossi selbst auf die Sitzposition von dem Motorrad maßgeblich beeinflusst hat, weil das trägt tatsächlich seine Handschrift. Es ist nicht so, dass das mein bester Haverer ist, der Herr Rossi, ich habe noch nie mit ihm gesprochen, aber
Man weiß ja, dass er sehr akribisch bei Sitzpositionen so vorgeht. Und die Sitzbank hier ist ja tatsächlich so wie in der MotoGP. Man sieht sie jetzt nicht so gut, weil sie hinten auf dem Ständer steht, aber die Sitzbank ist hier wirklich komplett flach nach hinten. Und das ist ganz eine neue Sitzposition, die man auf Serienmotorrädern so nicht kennt. Er fordert dann aber auch diesen neuen Fahrstil, den die Pro-Rider in der MotoGP fahren, also aufrecht oben sitzen wie ein Landlord. Da wird man nicht glücklich, man muss wirklich es schaffen, mit dem Oberkörper weit nach innen zu gehen in der Kurve und wirklich so fahren, wie die schnellen Jungs jetzt fahren, jetzt nicht vom Speed her, sondern von der Körperhaltung. Und dann ist es tatsächlich so, dass man da total komfortabel oben sitzt. Ja. Man glaubt es kaum. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine Tourenmaschine ist, keinesfalls, das ist eine radikale Rennmaschine. Aber die Sitzposition, da ist echt richtig gut gelungen und insgesamt wirkt ja die Maschine so radikal und neu und modern und beängstigend auch ein bisschen. Und das war die größte Überraschung für mich, dass die Sitzposition scheinbar maßgeblich von europäischen Testfahrern beeinflusst worden ist, die ein bisschen größer sind. Und das ist sicherlich die größte Stärke, weil das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, wo die E1 scheitert, tut sie aber wirklich überhaupt nicht. Kommen wir zu den restlichen Komponenten. Bremse ist es natürlich so, bei allen aktuellen Sportmodellen brauche ich eigentlich nicht mehr weiter darüber reden, die kann viel mehr als ich. Funktioniert perfekt, auch wenn sie vorne ein bisschen viel Handkraft braucht, dafür aber über den gesamten Turn immer stabil bleibt. Knackiger Druckpunkt, wirklich fühlt sich das auch an wie so eine Bremse an Rennmaschinen, auch da absolut top. Und beim Fahrwerk muss man jetzt aufpassen, da reden wir jetzt von zwei unterschiedlichen Dingen. Fangen wir mal zuerst an, von der normalen E1 zu sprechen, von der blauen. Die normale E1 hat ein konventionelles, unter Anführungszeichen, Fahrwerk von Kayaba, also nichts Elektronik. Und da ist das Setup absolut top gelungen. Wir sind Turns gefahren am Vormittag und habe mir schon gedacht, besser geht's kaum. Absolut top, gibt es nichts zu meckern. Ist auch keinesfalls so, dass die normale E1 ohne M da irgendwie quasi die Billigversion oder so ist. Sie ist günstiger, aber ist ein traumhaftes Rennmotorrad. Und wenn ich dann nachher beginne, über die R1M Lob zu hudeln, soll das keinesfalls die Power von der normalen R1 schmälern. Das ist auch absolut Weltklasse. Ja, also Fahrwerk war schwer in Ordnung, wie gesagt in den Wechselkurven in Ordnung, beim Anbremsen, Stabilität am Kurvenausgang, das war natürlich dann der Bereich, wir haben jetzt 200 PS, die Kurve da vorne fährt man mit 210 aus der Ecken raus, da war es dann natürlich so, dass das Fahrwerk dann irgendwann am Limit war und dort hat man halt dann gemerkt, okay, die Elektronik, die greift da jetzt mit ein und die hilft, bügelt vielleicht die Schwächen des Fahrwerks aus, beziehungsweise die Kompromisse des Fahrwerks, weil das Fahrwerk ja für einen sehr breiten Anwenderbereich auch funktionieren muss. Kommen wir jetzt zum nächsten Herzstück, zur Elektronik. Da hat Yamaha sich wirklich nicht leicht gemacht. Yamaha hat das sehr, sehr viel selbst entwickelt, an die 90%. Das ist sicherlich auch der größte Unterschied zu den europäischen Herstellern, die ja stark auf Systeme von Bosch zum Beispiel setzen. Und da hat Yamaha, ist es sicher ein Alleinstellungsmerkmal, muss man jetzt sehen in den nächsten Wochen und Monaten, im direkten Vergleichen, ob das jetzt stärker oder schwächer ist. Jetzt im Sattel direkt nach dem Absteigen, denke ich mal, ist das beste System, aber das habe ich mir damals nach der BMW-Fahrt auch schon gedacht. Also da möchte ich jetzt noch gar keine absoluten Aussagen treffen, aber das ist auf alle Fälle mal ein Alleinstellungsmerkmal für Yamaha. Was man sagen kann, was großartig ist, auch im Vergleich zu den anderen Systemen, ist die Art und Weise, wie man diese ganze Elektronik, den Overkill bedient. Das ist wirklich gut gelungen, weil man hat 4 Modes, die man am rechten Lenkerende sehr schnell mit einem Klick quasi auswählen kann, A, B, C, D. Und man kann sich vorher schon in der Boxengasse diese 4 Modes aufmagazinieren mit seinen eigenen Einstellungen für Lift Control, Traktionskontrolle, Slide Control und so weiter. Das heißt, draußen auf der Strecke kann man, wenn man will, zwar noch tief ins Menü reingehen und Einstellungen vornehmen. Ich bin damit schwerst überfordert. Ich habe mir das vorher hergerichtet. Ich habe mir 2 Setups gemacht, A und B, weil wir hatten wechselnde Bedingungen mit Regen und so weiter. Haben auf A das Regen-Setup gegeben mit einer milden Traktionskontrolle, milde Powerkurve und auf B das dicke Eier-Setup. Und als die Strecke dann während dem Turn sich verändert hat von den Bedingungen, habe ich das wirklich mit einem Klick anpassen können. Also diese Features sind jetzt nicht irgendwelche Hirngespinste, die man da auf dem Papier genießen kann, sondern diese Auswahlmöglichkeit am linken Lenkerende, sich das Setup anzupassen, sind absolut praxistauglich und habe ich jetzt vorher gnadenlos eingesetzt, wie es zum Regnen angefangen hat und die anderen Burschen haben sich in die Hosen geschissen, habe ich einfach auf meine Regenkurve gestellt und habe am Kurvenausgang super vollstreckt. War wirklich eine tolle Sache.
Also das ist wirklich gut gelungen. Und diese ganzen Features, Slide Control, Traktionskontrolle, da muss ich sagen, bin ich jetzt überfordert, um zu sagen, ist diese Slide Control durch diese umfangreichen Gyrosensoren, die da drin sind, sorgt die jetzt dafür, dass das so gut funktioniert oder ist die Traktionskontrolle selbst schon so gut? Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass am Kurvenausgang einfach der totale Elektronik-Overkill einsitzt. Also ich fahre hier die letzte Kurve hier aus der Stadt Ziel raus und da habe ich echt das Gefühl, in einem Kampfjet zu sitzen, der jetzt kurz vor der totalen Eruption steht. Also komplett instabil hat man das Gefühl, die Fuhre, das ist wirklich absolut auf der letzten Rille. Man fährt da raus, das Vorderrad wird leicht, hinten pendelt es leicht, aber die Elektronik hat alles perfekt im Griff. Das ist ein Moment, wo man dann weiß, man spürt jetzt die Elektronik nicht so großartig, aber wenn man sie jetzt abschalten würde, würde man abgehen wie mit der Derby damals im Kreisverkehr mit 16 Jahren, wie es geregnet hat. Also in solchen Passagen weiß man einfach, okay, diese Elektronikhelfer sind nichts jetzt für Weicheier, die nicht fahren können, sondern die helfen, dass auch die schnellsten Fahrer noch schneller fahren können. Und das ist da sicherlich jetzt der große Schritt, der nach die R1 gegangen ist im Vergleich zum Vorgängermodell. Da waren das noch irgendwie Sicherheitsfeatures. Jetzt ist es ein echtes Speed-Feature. Also selbst der beste Motorradfahrer der Welt kann sich auf das Motorrad draufsetzen und ist mit den Fahrhilfen, die man da drauf hat, mit den Möglichkeiten, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt, schneller, als wenn er das alles deaktiviert, 100%ig. Natürlich ist schon so, dass die Rennteams draußen, die dann in der WM fahren werden, sich jetzt nicht damit zufrieden geben und dann vielleicht der eine oder andere noch mehr reinstopft. Aber es ist auch so, dass dieses Standardsystem so ist, dass der Otto-Normalverbraucher und auch die Profis einfach Riesenvorteile daraus ziehen können. Schauen wir uns jetzt kurz die Unterschiede an. R1M, normale R1. Die normale R1 steht da drüben, deswegen deute ich immer rüber. Ich war vorher, wie soll ich sagen, habe ich mir gedacht, die R1M ist irgendwie so eine Abzockerei und das kaufen sich halt die Yamaha-Fans, die halt alles haben müssen, was Yamaha bringt und lassen sich da über den Tisch ziehen. Jetzt habe ich mich dann ein bisschen genauer damit beschäftigt, muss ich gestehen, viel zu spät. Es ist eigentlich ein Schnäppchen, wenn man davon reden kann bei dem Preis. Es ist ja so, dass alleine die Hardware vom Setup, die Hardware vom Fahrwerk, ist ja hinten im Prinzip ein TTX-Federbein und vorne die FGAD-Gabel. Also alleine diese beiden Komponenten, wenn man sie im Aftermarket kauft, rechtfertigen ja schon den Preis, den zusätzlichen Preis, also die Kosten, die man hat bei der R1M. Jetzt ist es so, dass ich dieses elektronische Fahrwerk erstmals auch empfehlen kann an Leute, die Elektronik hassen. Also an die Typen, die es voll im Griff haben mit dem Schraubenzieher und den öligen Fingern im Fahrerlager umschrauben, weil im Prinzip die Hardware, der Aufbau, die Funktionsweise genauso ist wie früher und man kann das ganze System von Öhlins auch quasi einen manuellen Modus schalten, dass sich da überhaupt nichts elektronisch verstellt, aber man erspart sich die Schraubenherumkratzerei im Fahrerlager und stellt die Klicks einfach elektronisch ein. Leute wie ich, die das mit dem Fahrwerk nicht so im Griff haben, wir schalten natürlich in den Automatikmodus und genießen dann die Vorteile, die das System hat, nämlich dass es hier auf der Strecke 40 Mal pro Runde das Setup ändert. Und da war ich bei der ersten Testfahrt ein bisschen enttäuscht, weil ich langsamer war mit der R1M als mit der normalen R1, obwohl ich Slicks drauf gehabt habe, obwohl das elektronische Fahrwerk aktiviert war. Und die ersten 3 Runden, ich hätte fast drehen können im Helm. Ich habe gedacht, ich bin einfach ein verdammter Loser. Dann bin ich aber drauf gekommen, die Techniker haben erwähnt, sie haben das scharfe Setup reinmontiert. Da gibt es den A1-Modus, also bretthartes Setup für Pro-Riders und haben mir gedacht, okay, jetzt muss ich es einfach fliegen lassen, volle Granate draufbleiben am Gasgriff und dann war es so, dass das Motorrad erst funktioniert hat, weil am Kurveneingang ich dann erst die Geometrie zustande gebracht habe. Ich am Kurveneingang vorne erst in die Gabel reinkommen bin, dass das Motorrad steil steht und willig einlenkt. Dann waren die Reifen endlich auf Temperatur, dann war das Fahrwerk auf Temperatur, dann war der Druck da und dann war das ein Wahnsinn, dann war das eine echte Rennmaschine, ein echtes Rennfahrwerk und dann habe ich die Vorteile auch nutzen können. Also da müsst ihr aufpassen, Burschen und Mädels, wenn ihr euch die R1M kauft und ihr meint, ihr seid die Superhenker und fahrt in diesen A1-Modus, also im schärfsten Setup-Modus, den es quasi serienmäßig halt drinnen gibt, da tut es euch keinen Gefallen, wenn ihr nicht gut drauf seid. Da fahrt ihr besser im A2-Mode, da funktioniert das Motorrad einfacher. Man ist tatsächlich auch schneller damit. Erst wenn man dann auf der Strecke schon gut drauf ist, dann sollte man da umsteigen. Ja. Tja, ansonsten, die restlichen Komponenten, die in der R1M drinnen sind,
Ja, es ist noch das Data-Logging-Tool mit drinnen. Das könnte man in Aftermarket noch kaufen als Zubehör, wenn man die normale R1 hat. Und die Carbonverkleidung ist wahrscheinlich einfach ein optisches Gimmick. Hat halt dort Vorteile in den Rennserien, wo man dann auch im Nachbau Carbonverkleidung montieren darf, weil sie serienmäßig drauf ist. Also das sind dann eher so Reglementunterschiede. Ja, so alles in allem, meine Damen und Herren, kann ich mich verbürgen dafür, dass wenn ihr die Motorräder kauft oder einen von den Motorrädern kauft, dass ihr tolle Erlebnisse damit haben werdet, dass das großartige Rennmaschinen sind, dass sie einfacher zu fahren sind, als ihr euch das vorstellen könnt und dass sie schneller sind, als ihr euch das vorstellen könnt. Habt mein Wort drauf, bin wirklich begeistert. Kritik, muss ich immer aufpassen im Testbericht, wenn es so grandiose Motorräder sind, dass es nicht Lobhudelei wird. Kritik kann jetzt wirklich keine rausfinden. Im Vergleich zu anderen Motorrädern fehlt vielleicht beim Schaltassistenten die volle Funktionalität, dass man auch beim Runterschalten, wie bei der BMW, die Features hat. Das ist halt ein Vorteil, den die anderen haben. Ansonsten ist das näher an einer Rennmaschine als die anderen Motorräder, die ich jetzt kenne vom aktuellen Modell. Ja. Und tolle Empfehlung für alle, die einfach das Schnellste haben wollen.